Hey ihr Lieben, es sind gerade alle hier am Schlafen, deshalb habe ich gedacht, ich nutze das gute Licht, das schöne Wetter und meine Gedanken, die ich momentan habe, um euch wieder mal ein Video bereitzustellen. Ich bekomme tagtäglich Nachrichten von euch, von Mädels, die ich nicht kenne, die aber eine so ähnliche Geschichte haben wie ich und die mich immer wieder Fragen stellen, die gleichen Fragen. Fragen, die ich damals in meiner Recovery, also meiner Heilungsphase auch hatte. Die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist: Morena, wie machst du es? Wie schaffst du es, dich selbst so zu lieben? Wie machst du es, dass du so selbstbewusst bist, dass du diese Ausstrahlung hast, dass du dich akzeptierst, im Spiegel schauen kannst und nicht gleich losheulen musst? Und glaubt mir, diese Fragen hatte ich auch. Nur stellte ich sie mir nicht selber, sondern ich fragte mich einfach, wie schafft man es, sich selbst zu akzeptieren in einer Gesellschaft, die ständig mit dem Finger auf dich zeigt. Ja, ich musste das alleine herausfinden. Und ich sage eigentlich allen das Gleiche, wenn nicht ein bisschen in abgeänderter Form. Es ist die Einstellung. Die Einstellung ist einfach so unglaublich wichtig. Ich habe ja meinen Blogpost geschrieben, ziemlich genau vor einem Jahr. Den habe ich hier in Spanien verfasst, hier auf dieser Terrasse. Die Bilder habe ich unten am Strand gemacht. Und dort schreibe ich eigentlich ganz genau die Schritte, die ich durchgemacht habe, um dort zu gelangen, wo ich jetzt bin. Und wenn ich sage, es war vor einem Jahr, dann war es wirklich so. Und ich mag mich wirklich nicht mehr erinnern, jetzt, wann die letzte Fressattacke war. Und das ist manchmal kaum zu glauben, weil ich einfach bis vor einem Jahr täglich Fressattacken hatte. Ich saß auf dem Badzimmerboden und ich habe geheult, weil ich einfach gedacht habe, wann hört das auf? Wieso bin ich so ein Unmensch? Wieso muss ich so viele Kalorien in mich hereinbuttern, obwohl ich gar keine Lust mehr auf das Essen habe? Ich hatte wirklich keinen Bock mehr auf Schokolade, auf nichts. Es war nicht die Lust, es war einfach wirklich der Heißhunger, der mich kaputt machte. Und glaub mir, heute geht es mir gut. Manchmal muss ich mich zusammenreißen, weil Rückfälle kann es immer geben. Und dann denke ich, Morena, denk einfach immer daran, wie schlecht es dir gegangen ist und wie gut es dir jetzt geht. Reiß dich zusammen, du musst einfach stärker werden. Und ich wurde in den letzten Monaten, in den letzten Jahren einfach stärker. Und ich komme noch mal darauf zurück, es ist die Einstellung. Die Einstellung macht einfach so viel aus. Und mit der Einstellung meine ich die Einstellung zum Leben, zu der Gesellschaft, zu den Schönheitsidealen, zu meinem eigenen Körper, zu meinem ganzen Dasein. Klar, manchmal habe ich schon Selbstzweifel oder ich gucke in den Spiegel und denke mir so: habe ich wirklich so einen großen Bauch? Habe ich wirklich so breite Hüften? Habe ich wirklich alle diese Dino-Streifen, diese Speckröllchen? Und dann denke ich mir, weißt du was, Morina? Selbstzweifel haben fast alle Frauen. Das gehört einfach dazu. Wir sind so. Ich wette mit euch, eine Psychologin kann mir das bestätigen, dass wir uns manchmal einfach anders wahrnehmen, als wir sind. Dass wir uns manchmal so wahrnehmen und am nächsten Tag so wahrnehmen. Das kann es wirklich geben und da müsst ihr euch nicht beunruhigen. Wenn ihr also mal in den Spiegel schaut und euch nicht gefällt, was ihr seht, dann denkt einfach, ich darf so aussehen, wie ich aussehe, und es hat mich niemand zu verurteilen. Absolut niemand, weil es ist okay, wenn ich ein bisschen mehr auf den Hüften habe oder auch weniger. Ich verurteile auch keine dünnen Menschen. Jeder ist so, wie er ist. Und genau das ist die Einstellung, weil ich überzeugt davon bin, dass jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise schön ist. Das heißt nicht, dass ich jeden schön finden muss, aber kein Mensch ist hässlich. Und ich meine, das Aussehen ist einfach nur ein Teil von uns. Was drinnen ist, ist viel, viel wichtiger. Du kannst noch so ein Topmodel sein, wenn dein Charakter scheiße ist. Was bringt dir dann dein Aussehen, wenn du dich mit den Menschen nicht verstehst, wenn du keine Liebe in dir drin hast? Wie soll ich das sagen? Der Charakter ist einfach so viel wichtiger und wir sind viel, viel mehr als unser Aussehen. Und
ein Schönheitsideal, ja, das gibt's. Ich sage immer, das gibt's nicht, aber eigentlich gibt es ein Schönheitsideal oder vielleicht auch 2 oder 3. Aber das ist von der Gesellschaft konstruiert worden. Da kannst du nichts dafür und da kann ich nichts dafür. Ich sage aber, wir müssen gemeinsam diese Schönheitsideale bekämpfen, weil es sollte kein einziges Ideal geben. Wir sind unsere eigenen Ideale. Meine Sprachfehler, die wird es in jedem Video geben. Gewöhnt euch einfach daran. Es ist einfach wirklich die Einstellung. Ich sage es jetzt zum 100. Mal, aber das ist wirklich das, was ich in den Mails immer schreibe, in den Kommentaren, unter meinen Bildern auf Instagram, in den Nachrichten. Wirklich, ich schreibe das immer. Es ist wirklich die Einstellung. Du musst einfach überzeugt davon sein, dass du gut genug bist für die Gesellschaft, dass du aussehen darfst, wie du willst. Und wenn du ein paar Kilo zu viel hast und wenn du ein paar sehr viel Kilos zu viel hast. Der Gesundheitsaspekt ist ein wichtiger Aspekt, klar. Aber du musst für dich entscheiden, wie gesund du leben möchtest und wie ungesund du essen oder leben möchtest. Das hängt alles von dir ab. Und hey, dumme Kommentare wird es immer geben, weil es immer dumme Menschen geben wird. Sorry, da bin ich jetzt einfach so. Ich meine, wie viele dumme Kommentare muss ich mir immer anhören oder unter meinen Bildern lesen? Mittlerweile denke ich so, egal. Ich weiß, dass ich gut genug bin und diese Mauer, die ich mir aufgebaut habe, die macht mir niemand mehr kaputt. Und nicht einmal 100 Menschen unter meinen Kommentaren. Niemand wird das jemals wieder kaputt machen. Also es ist etwas, was ich mir aufgebaut habe mit meiner Einstellung, dass einfach jeder so gut ist, wie er ist. Und das ist einfach, das ist so unglaublich wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Schritt zur Selbstliebe. Ich weiß, dass dieses Thema vielleicht vielen schon aus den Ohren hängt, aber es ist einfach mega wichtig. Es ist wirklich so wichtig und ich möchte es immer und immer wieder thematisieren, weil ich einfach genügend Beweise dafür habe, dass dieses Thema noch nicht ausdiskutiert ist, dass viele Menschen einfach noch diese Inspiration, diese Unterstützung brauchen. Und ich finde, es braucht einfach viele Vorbilder, die zeigen, dass man gut genug ist, egal wie man aussieht. Es können dünne Menschen sein, es können dicke Menschen sein, das spielt keine Rolle. Aber es ist noch nicht ausdiskutiert. Und wie ich schon sagte, die Einstellung auch, dass man so leben darf, wie man möchte. Ich meine, ich gehe gern laufen, also joggen, laufen. Ich gehe gerne laufen und ich tanze unheimlich gerne, wie ihr bereits mitbekommen habt. Aber wenn ich mal keinen Bock habe, so eine Woche oder 2 Wochen oder keine Zeit, weil ich einfach immer so viel zu tun habe, gerade mit dem Blog, dann nehme ich es mir nicht mehr übel und bestrafe nicht meinen Geist und meinen Körper dafür. Dann sage ich, okay, dann für Sport habe ich das ganze Leben noch Zeit. Wichtig ist, dass ich meine Freizeit so genieße, wie ich es nur kann. Und ich möchte nicht irgendwann mit 50 oder 60 bereuen, dass ich in meinen 20ern nichts anderes gemacht habe, als über meine Figur zu heulen oder zum Sport zu rennen oder meinen Körper, meinen Kopf zu bestrafen in negativen Gedanken und negativen Handlungen. Nein. Und ich bin mir sicher, das möchtet ihr auch nicht. Da bin ich mir wirklich ganz sicher. Denkt einfach mal nach, was ist euer Lebensziel? Ist es für immer zu versuchen, den Menschen zu gefallen? Äußerlich. Ich meine nicht innerlich. Innerlich ist immer etwas anderes, aber äußerlich. Ist es euer Ziel, dass Menschen euch anschauen und sagen, wow, du bist dünn, wow, du bist schön, wow, du bist attraktiv oder du hast abgenommen. Klar, Komplimente sind mega schön, aber euer Glück darf nicht von anderen abhängig sein, weil dann kommt eben jemand, ein Dummkopf und sagt dir, du bist dick. Dann überhörst du all die 100.000 Komplimente, die positiv sind und dann zählt für dich nur noch, du bist dick. Also mach dein Glück nicht von anderen abhängig. Das ist unglaublich wichtig. Und ja, ich könnte euch so viel zur Selbstliebe erzählen. Wichtig ist einfach, dass ihr zuerst, bevor ich ihr weiter erzähle, dass ihr euch überlegt, was möchte ich im Leben erreichen? Was möchte ich als Lebensziel?
Möchte ich wirklich die dünnste, die schönste, die beste, die reichste, die attraktivste Frau auf Erden sein? Oder möchte ich einfach mich selbst sein und so durchs Leben gehen, wie ich bin? Egal, ob jemand mich akzeptiert oder nicht. Weil ich denke, viele Essstörungen kommen oder Selbstzweifel kommen einfach davon, dass Menschen einen kritisieren oder dass Menschen einem das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Egal, ob es die Gesellschaft als Ganzes ist oder einzelne Menschen. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen uns diese Mauer aufbauen, dass wir sagen, hey, nein, ich bin gut so, wie ich bin. Scheißegal, was du über mich sagst. Diese Mauer habe ich mich aufgebaut und diese Mauer beschützt mich vor ganz, ganz vielen. Klar, manchmal denke ich auch, ich könnte ja schon wieder ein bisschen abnehmen oder so, aber dann denke ich, hey, Attraktivität kann man nicht am Gewicht ausmachen oder an der Kleidergröße. Und Attraktivität ist sowieso für alle etwas anderes. Weil wie viele Männer schreiben mir unter den Bildern, hey, genau diese Kurven, die sind in unserer Nation, in unserer Religion, was auch immer, sind die attraktiv. Und nur weil es jetzt im Westen nicht so ist, heißt es nicht, dass es bei ihnen auch nicht so ist. Wisst ihr, was ich meine? Es ist wirklich wichtig, dass man, es ist nicht schlimm, wenn man sich selbst liebt und akzeptiert. Das heißt ja nicht, dass man sich jeden Tag umarmen muss und sagen muss, oh, ich bin so toll. Klar, es hilft. Muss man aber nicht. Und es hat auch nichts mit Eingebildetheit oder Einbildung und Arroganz zu tun. Überhaupt nicht. Selbstliebe ist wichtig und die Einstellung dazu ist auch unglaublich wichtig. Also fangt lieber an der Einstellung zu arbeiten, als, ja, als verzweifelt zu versuchen, hübsch oder schön oder attraktiv für jemanden auszusehen. Das ist wirklich wichtig, die Einstellung. So, ich musste die Kamera nochmals schärfer stellen. Das Gute daran, dass ich Morenita bin oder dass man Morenita sein kann, ist, dass man niemals perfekt ist. Ich habe in jedem Video irgendein technisches Problem. Beim letzten habe ich mir den Kopf abgeschnitten. Dieses Video ist unscharf. Tut mir wirklich sehr leid. Aber dadurch, dass die Worte direkt aus dem Herzen kamen und nicht irgendetwas ist, was ich so ablesen könnte oder so, habe ich es einfach sein lassen und mir gedacht, weißt du was, jetzt lässt du es sein. Du bist ja so oder so nicht perfekt. Die Leute akzeptieren dich, wie du bist. Und wer dich nicht akzeptiert, der soll die Videos nicht anschauen und mich nicht abonnieren, mir nicht folgen, was auch immer. Ja, ich möchte euch danken für eure Treue und dass ihr mich aushält. Das ist wirklich, rechne ich euch sehr hoch an.